Das hier ist das Corpus Delicti. Wie uns das gute Stück abhanden gekommen ist und wie es auf wundersame Weise den Weg zu uns zurückgefunden hat, das erzählen wir euch heute. Da es in Rom auch in der Nebensaison brechend voll werden kann in den Bussen und Bahnen, habe ich davon gar nichts mitbekommen, als wir von der Innenstadt Richtung Termini gefahren sind. Ich hatte ein komisches Gefühl und habe schon meinen Beutel vor mich gezogen, aber das hat nicht so richtig viel gebracht, weil wir uns oben an den Haltestangen festhalten mussten und man die Sachen eigentlich gar nicht so richtig sichern konnte in der Zwischenzeit. Erst am nächsten Morgen, als wir zum Kolosseum aufbrechen wollten, ist mir aufgefallen, dass mein Portemonnaie nicht mehr am Mann war. Und da man für die Sehenswürdigkeit personalisierte Tickets hatte, brauchte ich es eigentlich. Und wofür braucht man seinen Personalausweis noch, wenn man ihn im Ausland verloren hat? Um auszureisen. Also habe ich erstmal die Airline per E-Mail informiert und nachgefragt, wie das Ganze nun vonstatten geht, ob man ohne Personalausweis ausreisen kann oder eben nicht. Und in der Zwischenzeit sind wir dann zu den Carabinieri gegangen, haben Anzeige erstattet, denn diese Verlustanzeige braucht man auf jeden Fall, egal ob man ein Ersatzdokument beantragen möchte oder ob man ohne Personalausweis wieder ausreisen möchte. Nach ein paar Stunden ohne Antwort habe ich dann bei der Airline persönlich angerufen. Diese teilte uns telefonisch mit, dass wir nur ohne Personalausweis ausreisen können, wenn wir mit derselben Flugline auch hingeflogen sind. Das war nicht der Fall. Da wir am nächsten Tag nach Florenz weiterziehen wollten, habe ich im Honorarkonsulat in Florenz angerufen und dort einen Termin für eine Ausstellung eines Ausreisedokuments beantragt. Die nette Dame am Telefon hatte mir berichtet, dass dies 52 € kostete und wir zusätzlich 2 Passfotos mitnehmen sollten. In der Zwischenzeit habe ich dann tatsächlich eine E-Mail von der Airline bekommen, die uns dann irgendwie doch mitteilte, dass wir auch ohne Personalausweis wieder ausreisen können, also beziehungsweise Johann. Und wir bräuchten dafür nur die Verlustanzeige und Fotos vom Personalausweis. Beides hatten wir, also Problem gelöst. Wir konnten den Termin beim Honorarkonsulat wieder absagen. Voller Erleichterung haben wir dann unseren Ausflug wahrgenommen und als wir abends wieder zurück ins Hotel gekommen sind, funktionierte unsere Schlüsselkarte nicht. Verwundert bin ich dann zur Rezeption gegangen und der Rezeptionist sagte mir, dass die Polizei angerufen hatte. Was mich im ersten Moment ziemlich verwirrt hatte. Er sagte aber, dass mein Portemonnaie 1 Kilometer, nee, wie viel? Ja, ungefähr 1 Kilometer von dem Ort, wo wir es verloren haben. Gefunden wurde und sie dieses Portemonnaie zurück zum Hotel bringen würden und ja. An dem Abend hatten wir allerdings noch einen Termin für unseren Pasta-Kurs. Das Video dazu verlinken wir euch übrigens bald hier. Und das Portemonnaie war tatsächlich da, als wir zurückkamen. Es war alles noch in dem Portemonnaie, außer Bargeld natürlich, aber ein Glückscent war noch drin, immerhin. Und wir konnten tatsächlich ohne weitere Probleme am nächsten Tag nach Florenz weiterreisen. Nach diesem gedachten Happy End ist uns aber noch in Florenz etwas passiert. Dort hatte eine Frau mir von hinten versucht, den Rucksack zu öffnen, beziehungsweise erfolgreich geschafft, den Rucksack zu öffnen, aber nichts herausgenommen. Ich sah noch, wie sie ihre Hand rausnahm, bin ihr hinterhergelaufen, habe ihre Hände und ihre Taschen gecheckt. Sie hatte aber nichts entwenden können, aber es war ein Versuch. Was ist die Moral von der Geschichte? Passt also auf eure Sachen auf, wenn ihr das nächste Mal unterwegs seid. Egal wo, es kann Italien sein, es kann auch jeder andere Ort auf dieser Welt sein. Passt einfach auf euer Zeug auf. Unsere Tipps, um einen Diebstahl zu vermeiden. Habt so wenig Bargeld und wichtige Dokumente bei euch, wie es eben nur möglich ist. Lasst wichtige Papiere im Hotel safe. Verstaut Wertsachen möglichst körpernah und vermeidet Menschenmassen, wo dies möglich ist. Ein diebstahlsicherer Rucksack ist bereits die halbe Miete. Was also, wenn es euch beim nächsten Mal trotzdem trifft? Erstmal ruhig bleiben. In so einer Situation kann man berechtigt ganz schönes Herzrasen bekommen. Am besten wählt ihr den Sperrnotruf 116 für eure Dokumente, dann erstattet unbedingt Anzeige bei der nächsten Polizeistation. In Italien kann man das bei den Carabinieri oder der Polizia di Stato erledigen. Ihr bekommt dann eine Verlustanzeige. Diese ist essentiell wichtig. Fragt dann bei eurer Airline nach, ob die Ausreise ohne Dokument möglich ist und lasst euch das schriftlich bestätigen. Sollte die Ausreise ohne Dokument nicht möglich sein, dann wendet euch an das nächst zuständige Konsulat oder die deutsche Botschaft. Beachtet dafür die Sprechzeiten. Im Vorfeld wird man euch bitten, Fotos vom Personalausweis und die Verlustanzeige vorzulegen. Dann kann dort eine Abfrage bei eurem Bürgerbüro erfolgen. Wir wünschen euch eine stets sichere Reise. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder folgt uns für weitere kulinarische und feline Reiseabenteuer quer durch die Welt.